Hi, ich möchte mir so einen Cardigan nähen und zwar nach einem ganz einfachen Muster. Ich werde den so auf Papier auflegen und dann die Konturen kopieren und dann habe ich quasi schon das Schnittmuster. Aber ich möchte das nicht aus einem Stoff nähen, sondern halt aus Stoffresten oder halt auch Sachen, die ich auf dem Trödelmarkt gekauft habe, wo mir das Muster einfach unheimlich gut gefallen hat oder die Struktur. Da habe ich mir hier schon mal die Kiste rausgesucht, in der ich diese Sachen sammle. Und wenn ich gleich den Cardigan kopiert habe, dann werde ich mir die Stoffe aussuchen, mit denen ich die Jacke dann nähen möchte. Also ich nehme euch dabei mit und zeige, wie ich das mache. Als erstes klebe ich Zeitungspapier zusammen. Zweilagig, ich brauche für jedes Teil einen einzelnen Schnitt. Vorne, hinten und auch alle Seiten, da ich ja nur aus Stoffstücken und Stoffresten nähen möchte. Das übertrage ich also, schneide das aus und dann klappe ich die Seiten nochmal aufeinander, um zu sehen, dass es auch symmetrisch ist. Und korrigiere das eventuell. Dann lege ich eins der Teile zur Seite, das ist schon mal für den Rücken. Und hier lege ich jetzt nochmal das Vorderteil auf, um den Ausschnitt bis zur Schulter abzukopieren und auszuschneiden. Da schneide ich direkt knapp am Rand die Teile auseinander. So, nun habe ich zwei Vorderteile und ein Rückteil. Hier beginne ich schon mal mit der Stoffauswahl und schaue mir mal so an, was ich da so habe und wie groß die Stücke sind. Das ist auch nicht so einfach, da die richtige Kombi zu finden, aber ich habe jetzt schon mal einen kleinen Überblick und teste mal, wie das so am Rückenteil werden könnte. Das ist leider etwas zu schmal und größere Stücke habe ich nicht, daher entscheide ich mich dazu, den Rücken auch in zwei Teile zu unterteilen. Und dadurch, dass die Ärmel da dran sind, ist das auch irgendwie ziemlich lang und ja, dann hatte ich die Überlegung, ich schneide die Ärmel ein Stückchen ab an allen 4 Teilen. Daher lege ich die hier nochmal aufeinander, damit das auch gleichmäßig ist und nur ein Arbeitsschritt. Und dann schneide ich da einige Zentimeter ab und werde nachträglich dann da so das Stück annähen, also so quasi wie ein Bündchen, aber halt nicht eng. Den Stoff habe ich jetzt als erstes ausgewählt, da schneide ich jetzt ein Rückenteil schon mal zu. Ich habe den Mantel bzw. die Jacke ja ohne Nahtzugabe abgepaust und daher wird auch oben an den Kanten, aber halt auch an allen Schnittstellen die Nahtzugabe, die man möchte, hinzugegeben. Also ich mache hier so meine Overlock-Naht hinzu und vorne an den Kanten etwas mehr und am Saum auch so 2 cm, damit ich das nachher dann gut umnähen kann. Aber an den Kanten, die halt zusammengenäht werden, kommt die Nahtzugabe hinzu von 0,7 mm, so wie meine Overlock-Naht ist. Jetzt habe ich die beiden Teile schon mal zusammen und ich lege die direkt rechts auf rechts aufeinander und nähe das mal eben mit der Overlock zusammen. Da habe ich dann schon mal einen ersten Eindruck, wie es aussehen wird. Das ist jetzt also die erste Hälfte von meiner Rückseite. Ich habe die Rückseite nicht ganz symmetrisch unterteilt. Das gefiel mir besser und jetzt kommt dieser Stoff dran. Davon hatte ich ja auch ziemlich viel und daher kann ich da ein großes Stück zuschneiden. Und am Tisch ist es doch ein bisschen bequemer. Das sind jetzt die beiden Teile für die andere Hälfte von der Rückseite. Die kommen jetzt ebenfalls rechts auf rechts aufeinander und werden zusammengenäht und dann kommen die Teile schon mal zusammen. Und dann nähe ich diese lange Naht mit der Overlock.
Die Rückseite ist fertig und jetzt kommt die Vorderseite dran und da gucke ich jetzt auch schon mal, was ich für Stoffe nehme. Ich möchte also auf jeden Fall den Leo-Stoff da drin haben und den Strickstoff finde ich auch sehr schön und dann das Schwarz noch dazu. Aber ich finde, dann habe ich hinten grau und vorne so schwarzlastig, da hat hinten nicht so mit vorne irgendwie was zu tun. Das ist mir zu ungleich, deshalb habe ich vorne jetzt auch noch was von dem grauen Streifenstoff schon mal angenäht und habe das so zugeschnitten. Und das Leo war mir irgendwie zu dominant als großes Stück, deshalb habe ich das nochmal so unterteilt und noch ein bisschen so melierten Stoff dazu genommen, habe das Ganze schon mal an den Schultern zusammengenäht. Und jetzt kommen die Seiten aufeinander, dann nähe ich das zusammen. Ja, und so sieht das jetzt aus. Ich habe direkt mal ein passendes Shirt angezogen. Das ist auch selbst genäht. Shirt mit Cutout. Die Videoanleitung verlinke ich hier oben links. Das finde ich passt ganz gut darunter und so ist das jetzt mein Cardigan. Hier habe ich das schon umgesteckt. Das werde ich jetzt gleich aufeinander nähen. Und dann kommt noch der Saum. Den lege ich so um und den habe ich mit der Hand festgenäht. Und die Bündchen fehlen natürlich noch. Die habe ich doppellagig aus so einem kuscheligen Fließstoff genäht. Und das ist dann nun fertig, mein Cardigan. Ich mag besonders gern diese unterschiedlichen Strukturen der Stoffe. Ich finde es richtig cool. Ich hoffe, mein Video hat dir gefallen und freue mich natürlich sehr, wenn du mir einen Daumen hoch da lässt. Und schreib mir doch in die Kommentare, ob dir mein Cardigan auch gefällt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann!